Es gibt ein so machtvolles Theaterstück, dass sein Name laut einem alten Aberglauben nie in einem Theater ausgesprochen werden sollte. Ein Stück, das mit Hexerei beginnt und mit einem blutigen, abgeschlagenen Kopf endet. Ein Stück voller Rätsel, Prophezeiungen, albtraumhafter Visionen und jeder Menge brutaler Morde. Ein Stück von William Shakespeare, das manchmal auch als schottisches Stück oder Tragödie des Macbeth bezeichnet wird. Macbeth wurde 1606 im Globe Theater in London uraufgeführt und ist Shakespeares kürzeste Tragödie. Sie ist auch eine seiner turbulentesten. In 5 Akten erzählt er die Geschichte eines schottischen Adligen, der den Thron stiehlt, eine Schreckensherrschaft ausübt und schließlich ein blutiges Ende findet. In dieser Tragödie stellt Shakespeare wichtige Fragen zu Ehrgeiz, Macht und Gewalt, die die Politik seiner Zeit direkt betrafen und auch in der Gegenwart noch nachhallen. Das England des frühen 17. Jahrhunderts war politisch instabil. Königin Elisabeth I. starb 1603, ohne einen Erben zu hinterlassen, und ihre Berater übergaben die Krone überraschend an James Stuart, den König von Schottland. 2 Jahre später wurde auf James ein Attentat verübt, der Gunpowder Plot. Die Frage, was einen rechtmäßigen König ausmacht, war in aller Munde. Shakespeare muss also gewusst haben, dass er einen starken Stoff hatte, als er die Geschichten eines mörderischen schottischen Königs namens Macbeth aus dem 11. Jahrhundert mit denen anderer schottischer Adliger verschmolz und adaptierte. Er fand deren Annalen in Holinsheds Chroniken, einer populären Geschichte von Großbritannien und Irland aus dem 16. Jahrhundert. Shakespeare wusste wohl auch, dass er seine Geschichte so erzählen musste, dass sie sein buntes, rauflustiges Publikum sofort packte. Im Globe waren alle Gesellschaftsschichten willkommen. Wohlhabendere Besucher sahen sich die Aufführung von überdachten Balkonen aus an, während ärmere Leute einen Penny zahlten, um im Innenhof, dem sogenannten Pit, zu stehen. Während der Aufführungen wurde viel geredet, gejohlt und gejubelt. Es gibt sogar Berichte darüber, dass das Publikum mit Mobiliar um sich warf, wenn ein Stück floppte. Daher beginnt Macbeth buchstäblich mit einem Knall. Ein Donnerschlag ertönt und 3 Hexen erscheinen. Sie verkünden, dass sie auf der Suche nach einem schottischen Adligen namens Macbeth sind und fliegen davon, während sie einen Fluch ausstoßen, der eine verrückt gewordene Welt voraussagt. Schön ist wüst und wüst ist schön, wirbelt durch Nebel und Wolkenhöhen. Später finden sie Macbeth und dessen adligen Gefährten Banquo. Heil dir, Macbeth, verkünden sie dem künftigen König im Einklang. König? Fragt sich Macbeth. Was würde er tun müssen, um die Krone zu erlangen? Macbeth und seine Frau Lady Macbeth schmieden bald darauf einen Plan aus Mord, Lügen und Verrat. Im anschließenden Blutbad liefert Shakespeare dem Publikum einige der denkwürdigsten Szenen der englischen Literatur. »Fort, verdammter Fleck, fort, sag ich«, heult Lady Macbeth, als sie glaubt, dass sie das Blut ihres Opfers nicht von ihren Händen abwischen kann. Ihre Schuldbesessenheit ist eines von vielen Motiven, die sich durch das Stück ziehen, zusammen mit dem allgemeinen Hang zum Machtmissbrauch, den endlosen Kreisläufen von Gewalt, Verrat und unerbittlichem politischem Streit. Wie es für Shakespeares Sprache typisch ist, werden manche Phrasen, die in dem Stück ihren Anfang haben, so oft wiederholt, dass sie inzwischen alltäglich erscheinen. Dazu gehören die Milch der Menschenliebe, was geschehen ist, kann man nicht ungeschehen machen, und der berühmte Hexenspruch, doppelt plagt euch, mengt und mischt, Kessel brodelt, Feuer zischt. Doch Shakespeare hebt sich den pikantesten Moment für Macbeth selbst auf. Gegen Ende des Stücks sinniert Macbeth über die Allgegenwart des Todes und die Sinnlosigkeit des Lebens. »Aus, kleines Licht«, klagt er. »Leben ist nur ein wandelnd Schattenbild. Ein armer Komödiant, der spreizt und knirscht sein Stündchen auf der Bühne und dann nicht mehr vernommen wird. Ein Märchen ist's, erzählt von einem Blödling voller Klang und Wut, das nichts bedeutet.« Das Leben mag eine Geschichte sein, die von einem Blödling erzählt wird, aber Macbeth ist es nicht. Shakespeares Sprache und Figuren
sind in einem außergewöhnlichen Maße in unser kulturelles Bewusstsein eingegangen. Regisseure nutzen die Geschichte oft, um Machtmissbrauch zu beleuchten, von der amerikanischen Mafia bis hin zu den Diktatoren der Welt. Das Stück wurde mehrfach verfilmt, darunter von Akira Kurosawa im Film Das Schloss im Spinnenwebwald, der im feudalen Japan spielt, und in der modernisierten Version Scotland PA, in der Macbeth und seine Rivalen Manager konkurrierender Fastfood-Restaurants sind. Unabhängig von der Inszenierung sind die Fragen von Moral, Politik und Macht auch heute noch relevant. Und das Gleiche gilt wohl auch für Shakespeares Macbeth. Wenn du es liebst, immer Neues zu lernen, dann abonniere unseren Kanal. Wir veröffentlichen jede Woche neue Videos zu allen möglichen Themen, von der Geschichte der Welt aus der Sicht von Katzen bis hin zu Tipps, wie man ein besserer Zuhörer wird. Bleib neugierig, bleib informiert.